Welcher Tag ist heute? Tag 4. 4. Saint-Michel-de-Maurienne. Si. Start. Los geht's. Los 92 übrig, yeah. Und das Wetter spielt auch mit. Unser Anstieg für heute. Ja, und da geht es jetzt erstmal rauf. In Telegraph. Hier seht ihr mal die gesamte Tour. Und zwar geht es heute los in Saint-Michel-de-Maurienne. Von hier geht es erstmal rauf auf den Col de Telegraph, bevor wir den 20 Kilometer langen Anstieg bis zum Col de Galibier starten. Nach einer extrem langen Abfahrt gibt es dann in La Grave die erste Pause mit Crêpes und Brötchen, bevor wir in unserer Unterkunft kurz vor Alpe d'Huez ankommen. Das wird spaßig für die Oberschenkel. Die tun ihm schon ein bisschen weh. Heute Tag 4, jeden Tag 2000. Schön. So, wir befinden uns wieder auf der Route des Grands Alpes. Die Karin gibt schon Gas, ist schon im Unterlenker. Sie hätte gern, dass uns nicht die ganzen Rennräder überholen. Sie würde gern mitfahren, aber ich glaube, das wird nichts. Ja. So, kurzes Päuschen. Wir müssen den Hinterreifen von der Karin ausbauen. Und zwar um das Knacksen der TT Suisse Narbe zu stoppen. Wie man vielleicht sieht, der Col de Telegraph ist sehr grün. In dem Fall waldig. Aussichtspunkte gibt es wenige, aber dafür ist schön angenehm kühl zum Rauffahren. So, wieder fast auf 1500 oben. 1 Kilometer noch. Dann sind wir am Col de Telegraph. Dann geht's nochmal, ich glaube 1200 drauf. Herrlich. Und natürlich ging es kurz darauf raus aus dem Wald und wir hatten dadurch auch unsere ersten Ausblicke. Also den Telegraph haben wir jetzt. Jetzt geht es noch 1200 drauf auf den Galibier. So, durch den Ort ging am 2. Juli schon die Tour de France durch. Da waren wir leider nicht da. Nächstes Jahr vielleicht. So, jetzt wird es langsam wieder alpin. Schön. Schöne Orte. Ein bisschen viel Verkehr, aber ja, es geht. Die Franzosen sind da relativ brav. Die überholen eigentlich alle oder fast alle mit einem vernünftigen Abstand. Ja, wir sind gerade sehr begeistert. Wir sind zwar noch 850 Höhenmeter rauf und die Beine sind schon ein bisschen schwer, aber die Umgebung, die lenkt ein bisschen ab. Das ist echt wie Mondlandschaft. Voll. Echt beeindruckend. Und also wir haben uns ja nicht genug informiert, aber ich glaube oben wird es noch ärger. Schauen wir mal. Bin echt schon gespannt. So, kurze Pause. Kaffee und hoffentlich irgendeinen Kuchen. Ich brauche Energie. Ja. Na, gutes Flecker. Da rasen schon rauf alle. So, ein Kaffee ist da. Den zweiten hat sie nicht ganz verstanden. Oder sie wollten nicht verstehen. Oder sie wollten nicht verstehen, genau. Sehr freundlich. So, weiter geht's. War jetzt eine schöne Stelle zur Pause machen. Freundlich ist was anderes, aber naja. Dafür jetzt einen guten Kaffee geben. Leider keinen Kuchen.
gibt es erst am Nachmittag bei denen. Juh, jetzt drauf 660 Höhenmeter noch. Wir kommen aus dem Staunen nicht mehr raus. Wahnsinn, Wahnsinn da oben. Also wir haben uns schon gedacht, es wird schön. Aber so schön. So, noch einen Riegel verdrückt. Für die letzten 170 Höhenmeter. So, noch ein kleines Fotopäuschen. Also ich glaube, wer da normalerweise rauffährt, der kommt in der halben Zeit Minimum rauf. 100.000 Fotos. Ah ja. So, also ein bisschen was los im Galibier. Da warten alle auf ein Foto. So, in die Richtung würde die Grand Alps weitergehen. Wir fahren allerdings jetzt Richtung Grenoble. Die nächsten Kilometer gehen jetzt mal bergab. Ich glaube, so um die 30 Kilometer eigentlich nur Abfahrt. Das wird jetzt schön. Und dann in La Grave. La Grave. Ja, da gibt es einen Kaffee und Kuchen. Hoffen wir es zumindest. Wir werden was finden, glaube ich. Ich glaube. Ja, weil der Hunger kommt schon langsam, gell? Ja, Ja. doch. Und da haben Also schon wir haben einen jetzt etwas gesnackt. Apfel und 3 Chips. Genau. Ja. Da kommt noch was Besseres, hoffe ich. Also wir haben ja gestern am Col d'Isère kaum Bikepacker gesehen, also hat uns eher gewundert. Heute dafür am Galibier einer nach dem anderen, also sind echt viele unterwegs. Ja, das ist einmal ganz cool, da auch ein paar davon zu sehen.
Es ist so geil da. Jetzt gibt's eine kleine Pause und Jause in La Grave, oder wie? Ja. Ja, Aber es ist, ja. lecker wird's. So, sehr gut gespeist. Lecker war's, gell? Ja, Ja. voll. Alles Brot war super gut. Voll, uns erstmal Krebs in Frankreich. Frankreich gegessen. Ja, wäre der Zeit. Gut, noch, was haben wir 20 noch? Kilometer bergab und dann entscheiden wir, wie wir weiter tun. Genau, ob nochmal ein paar Höhenmeter oder nicht. 36 Kilometer sind es insgesamt noch. Jo, bis nachher. So, die Abfahrt war jetzt schon ziemlich kalt, aber inzwischen sind wir wieder relativ weit unten. Da ist echt warm, angenehm. Also haben wir die Hüllen wieder fallen lassen. Da mit ein bisschen am See, wunderschön. Genau, an dem See fahren wir jetzt ein bisschen entlang und dann schauen wir uns an, was wir fahren. Weil es wären jetzt noch 650 Höhenmeter und ich bin nicht ganz sicher, ob wir dafür noch bereit sind heute. Schauen wir mal. Wunderschön. So, letzte längere Steigung heute. Nochmal 300 Höhenmeter rauf. 10% Steigung im Schnitt. Ja, wird schon gut gehen. Die Beine sind schwer, aber das halten schon aus. So, jetzt fangen es ja gerade wieder ein bisschen regnen an. Ein paar Tropfen, aber ganz ehrlich, die tun gerade gut. Also ich beschwere mich nicht. Ja. So, wahrscheinlich kommt es am Video eh nicht rüber. Oh, es ist so geil. Nur noch Schluchten. Oh, es ist. Hey, die Dörfer sind in irgendwelchen Hängen gebaut. Ja, faszinierend. Wir sind trotzdem froh, wenn wir Bei der Unterkunft sind. genau. Ja. Jetzt wird es, glaube ich, beeindruckend. Oh mein Gott. Gut ausgesucht. Weil wir waren ein bisschen am Überlegen, ob wir nicht die Bundesstraße fahren, anstatt da oben. Aber ich glaube, die Entscheidung war gut. Wir dürfen nur nicht zu weit runterschauen. Das war so arg jetzt darunter. voll. Also das war wirklich in die Felswand reinbaut, die Straße. Es ist rechts rauf, links runter und Da kriegt man verschlägt echt sie sich so rum. Höhenangst. Ja, ich habe Höhenangst. Ja, eben. Also es war echt ein bisschen. Und da geht's dann morgen rauf. Alpe d'Huez. Heute nicht mehr. So, angekommen. Schön orange-rote da. Ist das Hotel Oberland. Da schlafen wir die nächsten 2 Nächte. Yay. So, das wird heute Nacht die Fahrergarage. Genau, kann ich mal einchecken. Dann geht's mal Dusche. Gehen wir wie immer, täglich grüßt das Murmeltier, einkaufen. Ein bisschen was Süßes, ein paar Chips, Cola. Dann genießen wir den Abend. Genau, und ich glaube in Oberland werden wir halt essen. Und morgen geht es dann rauf zum Frühstück auf dem Alpe d'Huez.
So, wir parken noch unsere Räder. Schau, jetzt hängen sie auch noch zusammen. Ah. Naja, so blöd.